Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Time At Sandrock. Wir wollen jetzt mal die Handwerkertour anstoßen, wollte ich fast sagen. Spielezentrum. Da ist noch eine Quest. Ist Avio da etwa jetzt hingereist in meiner Anmod? Avio. Schauen wir mal. Ja, Schlingel. Could you help me deliver once again? I'm almost done with my backlog, so I promise, pinky promise, absolutely give you an audio guarantee that it is the last time. Okay, dann gib sie mir. Thank you. Next time I'll trouble someone else, for this is the last time to use your precious time. Ja, und du zockst hier im Spielezentrum und ich mach deine Arbeit. These guys are to be sent to Vivi's clothes shop, tailor-made on Main Street. I guess that Vivi has thought up a brand new style. Okay, jetzt gehen wir zu Vivi. Und danach machen wir die Handwerkermission. Ich dachte, es wären immer nur 3-mal gewesen. Aber okay, dann müssen wir 4 Pakete abgeben. Ach, die ist bestimmt auch oben im Tempel. Geht bestimmt auch immer zur Predigt. Also manchmal brauchen die Texturen ein bisschen, oder ein bisschen zum Laden. Aber ist jetzt nicht schlimm. Falsch, ich wollte mit Vivi reden. Ain't these my dice from by the stairs? But why you here delivering them? I told that boy I can just walk over and get it myself. He wouldn't have any of it. Said he'd come give it to me anyway. Da seht ihr es, Schlingel. But I see he's a tricksy one, that RVO, getting you to do it for him. Well, do this old gal a favor. Tell him not to get others to do his lackey work. Ja, Last I ever thought of it. werde ich ihm ausrichten. I don't think it's always applicable. Achso, nee, die Handwerkertour machen wir gleich. Wir gehen jetzt erstmal zu Avio zurück, der wahrscheinlich immer noch im Game Center sitzt. Ja. Und sagen ihm, dass er seine Arbeit selbst machen soll. Und nee, wo ist er denn jetzt? Er ist wieder zu Hause. Gar nicht im Game Center. Doch! Ich habe gerade auf das falsche Fragezeichen geguckt. Das ist ja da, wo Mian sitzt. Aber Avio ist noch zocken. Oder auch nicht mehr. Auf jeden Fall arbeitet er nicht. Ja, guck nicht Making so. you deliver stuff all alone is certainly laborious work. Even if you're tired of hearing it, I want to express my deep, sincere thanks. Oh, can you guess what I've caught you as a reward? I already think of you a real-life superhero, so I prepared an equally exceptional reward. Please accept. An exclusive discount at By the Stairs, valid for 7 days starting right now. Amazing, isn't it? Nein. I'm sorry you feel that way. I really thought you'd be satisfied. I pondered this for many sleepless nights before coming up with that delightful gift. It's actually something I could genuinely provide. Well, I'll apply it as if you've accepted regardless. Okay,
Okay, 50 Golds. Ja, wir haben jetzt eine Woche lang Angebote. Ist jetzt nicht so das, was wir uns erhofft haben. Und er hat nächtelang darüber gebrütet. Ja, ja. So, Mian, du bist gerade hier rein verschwunden. Wir müssen jetzt aber los. Da sitzt sie. Good job. I've got mine as well. Let's just take a good rest today and start our special builder crew job tomorrow. Don't worry, I'll come find you in the morning. Okay, ich dachte, oh ja, ich vergesse immer, dass man hier ja dann eine Nacht warten muss. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wir haben es jetzt angestoßen. Wir gucken mal nach den Bronzestangen. Und gehen sonst einfach mal wieder in die Ruinen. So. Plan. Neue Post werden wir wahrscheinlich nicht haben. Nein. Okay, die brauchen noch eindeutig. Das heißt, wir gehen Ruinentauchen. Wir haben schon 2000 Golds. Halt, bevor wir Ruinentauchen gehen. Erstmal Inventar aufräumen. Haben wir denn in der sonstiges Truhe noch Platz? Nein, natürlich nicht. Wir brauchen noch eine Truhe. Aber machen wir nochmal 2. Also dieser Truhenwahnsinn ist ein bisschen dem DLC geschuldet. So, was haben wir denn noch im Inventar? Wir haben Holzbretter und die Bank. So, das Wasser packen wir gleich mal hier rein. Und dann kommt hier mal der glänzende und der Opal rein. Und natürlich diese Kleidungsstücke. Und da packen wir auch jetzt kurz das Quest-Relevante rein. So. Und dann geht's für uns mal wieder in die Ruine. Auf welcher Ebene sind wir denn schon? 4? Ja. Also wir laufen natürlich erstmal weiter. Ah, hier ist nochmal Zinn. Ach, da genau, da haben wir dann aufgehört, beziehungsweise mussten wir aufhören. So, dann kommen wir jetzt auf Stufe 5 oder Ebene 5. Ist diesmal was hinter? Manchmal ist da was hinter. Nee, so. Keine Relikte, ne? Gucken wir gleich nochmal, aber ich glaube, waren keine zu sehen. Ich glaube, die sind im anderen Raum. Ja, die sind definitiv unter uns. Guck mal, hier können wir mal schauen, was wir hier noch finden.
Kunstmuseumstück. Und da unten sind 3 Stück. Gott, wie schnell ist unsere Ausdauer denn alle? Aber da ist noch was drin. Gehen wir da hin? Und da ist auch noch was. Okay, da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Aber hier sind wir direkt auf 3 Relikten gelandet. Wir hängen fest. Geh weg. So, komm, wir versuchen noch mal runterzukommen auf die nächste Ebene. Ah, passt. Perfekt. War nicht so weit. Und dann würde ich sagen, verlassen wir mal die Ruinen. Eine ganz kleine Ausbeute haben wir ja schon. Und es ist schon fast wieder 20 Uhr. Ja, dann gehen wir auch ins Bett. So, alles sortieren. Haben wir... Relikte haben wir nicht, ne? Und hier jetzt mal Relikte rein. So, den schmeißen wir weg. Und die machen wir mal auf. Okay. Ja, das läuft noch. Das heißt, wir gehen jetzt ins Bett. Und warten auf den neuen Tag. So, mal sehen, ob Mian schon vor unserer Tür steht. Oh, draußen scheint etwas los zu sein. Howdy, partner. That's Sandrockese for hello. Hope you got plenty of rest. I've prepared the route for our builder cruise. First stop, the train station. You might have noticed that the floorboards on the platform there are all full of potholes. Well, that ends today. Let's go! Okay. Es war ja gerade irgendwas, eigentlich auch was anderes, oder? Na, mal sehen, ob wir das vielleicht danach triggern. Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt erstmal die Handwerker-Tour. Here we are. Let's fix these holes. Okay. Reparieren. That'll do it. On to the next target. The fence surrounding Martel's Oasis. Builder crews, roll out. Los geht's.
Vielleicht kriegen wir es gleich noch getriggert. Alright, here we are. Now, is it just me, or is this fence just a little lacking in the looking department? No offense. No offense to our friend here. The fence? Get it? Let's fix up the wonky looking parts and then move on. Ich glaube, es ist so schwer, solche Wortwitze zu übersetzen. Huch. Man sollte auch die richtige Taste drücken. We make a pretty good team, huh? We got that done in a flash. Alright, on to our next mission. Beach installation in Town Square. Okay. You see, one day, I noticed Vivi walking all over town, looking kind of drained. When it suddenly hit me, there's nowhere to sit down anywhere in the center of town. Thus, benches. Dann los. This looks like a pretty good spot. Say, let's see who can build up a bench faster. Ready? Go! Ich bin noch gar nicht am Punkt. Du standst schon an deinem Punkt. Nice. But the real winners are the tired, the weary, the huddle masses yearning to sit freely. Now they have these super cool benches to rest on. You know, I was actually also thinking we should add some shrubbery. Maybe some flowers. But this soil is just so barren. Ja, das stimmt. But that's neither here nor there. We did good today. Here, a little something as a token of my appreciation. You didn't have to join me on this thing, but I'm glad you did. Let's do it again sometime. Dankeschön. Okay, wir gucken mal. Also da sehen wir schon mal ein Ereignis. Ich hoffe, das ist das. Mal sehen. Zur Not gehen wir einfach nochmal in unser Haus rein und wieder raus. Oder es ist triggert am nächsten Tag. Wir werden es sehen. And so you see, that mischievous little Mian made a teensy little mistake. When she said that we don't charge for overnight commissions, what she meant to say is that actually, we do. In fact, that's an understatement. We charge out the wazoo for overnight commissions. Yeah, I know all about the overnight policies. It's just that Mian said she thought she could get us a discount. Yes, well, she's been overruled. Sorry, old pal, but if we made an exception for you, we'd have to start making exceptions for everyone. And that would be far too exceptional. Yeah, well, I wouldn't want to shortchange the good folks over at the Commerce Guild. That's what I love about you, Owen. Always so perfectly punctual with your payments. Well, I must be going. My employees won't reprimand themselves, don't you know? So long. Oh, hey! You've come at just the right time. So, the wildest thing happened. Grace had a little spat with the oven and, long story short, blew the whole kitchen to smithereens. Don't worry. Everyone's fine. And luckily, Mian was available to help out with damage control. So that's all well and good. My issue now is that the night the kitchen exploded, Grace insisted she'd take a pay cut until all the repairs were paid for, and she wouldn't take no for an answer. Now, without Mian's discount, I just can't let Grace foot the bill. She'd be scraping by for months, if not years. I paid Yen already. It's water under the bridge in my mind. 'Cause, you know, these things happen. I can't stand letting her take on such a huge burden. She's just a student. All right, so here's where you come in. As a builder, you can just convince her that the repairs aren't that expensive. Then she won't feel so bad, and maybe she'll just forget about the whole thing. It's foolproof. Okay, los geht's. All right, but let's not be too hasty now. We need to be prepared if we're really gonna change Grace's mind.
She really has a way of turning things around on you. Maybe she's on the debate team or something. Here's the deal. Whatever she asks you, just follow my lead. Capiche? Don't let her throw you off your game. Stick to the plan. Guess we're as ready as we're ever gonna be. Let's go track down Grace. I'll be right behind you. Okay. Dann versuchen wir Grace mal zu überreden. I just need to put in a bit of salt. Thanks, boss. Das war knapp. Seems someone hasn't quite learned their lesson, but that's neither here nor there. Look who I've brought. Your friendly neighborhood builder, here to help us come to a conclusion on that whole explosion incident. Oh, hey! And you're still on about that, Owen? That was a terrible mess, and I'm completely to blame. I'll be footing the bill in full for the kitchen restoration, regardless of what you may have told the builder here. Hey, come on, Grace. It's no biggie. And even if it was, the Blue Moon has plenty set aside for rainy days. Or explosive days, for that matter. Anyway, everything is taken care of now. And it hardly cost me a dime. Don't believe me? Just ask for a second opinion here. Owen zwinkert mir zu. All right, I'll bite. You plan to tell me the truth now, don't you? Let's begin. What is your name? Huh? Where are you going with this one? I have my reasons. Your name, please? Ich weiß es nicht. Nein, Edgar. Okay, next question. Next, where are you from originally? Von Highwind. Highwind. Nice weather this time of year, yes? Very windy, I've heard. That'll do. Now I know what you look like when you're deciding whether or not to answer truthfully. Next, I'll be asking what I really want to know. Voll das Verhör. And don't even think about bending the truth to help Owen change my mind. Got it? I can read you like a book. Now, builder, tell me, how much did it cost to renovate the Blue Moon kitchen? You know, more than a few glasses of milk. But less than a herd of Yakmel. Grace, it's fine. I wish you'd just forget about all this. Also es war wirklich teuer und es waren 10 Golds, ne? Das ist alles nicht so ganz verhältnismäßig. Deswegen sind wir ganz schwammig und sagen, es war billig. Yep, just like I said. I see. Next. The events in question occurred 2 days prior, and on the second day, when I came to work, the kitchen was already as good as new. Something here doesn't add up. Don't tell me you builders are dabbling in magic. Explain. What's your angle, Grace? The 2 new builders in town are both riled up and full of vinegar. You're just used to old Mason and his whiny ways. Nothing unusual here, right? Ja, normal. Ich könnte das auch. I see. Next question. Regardless, Owen must have had to pay me on for working overnight. Tell me how much that would have been. Well, be that as it may, kind lady that she is, Mian gave me a discount. The difference in the bill was so small, I almost forgot about it. Ja, war nur ein bisschen mehr. Okay, next question. Grace. Enough with the 3rd degree. There's really nothing more to be said. Boss, you sure have a lot to say for someone who says there's nothing to say. Why do you always butt in whenever I ask a question, huh? It's starting to seem like you two are in cahoots. Cahoots? I mean, what even is a cahoot, really? I think this whole ordeal has you on edge. But, all right, have it your way.
I'll zip it. Continue with the interrogation, please. If something like this happened in the Commerce Guild, would your boss, Jan, handle it like Owen? Which is to say, would he insist on paying the damages out of his own pocket? Natürlich, Jan ist ein Schaff mit einem großen Herzen. Natürlich, das müssen wir sagen, ne? Wir müssen unseren Boss ja natürlich in Schutz nehmen. Komm, wir sagen das mal. Oh no, I'm not detecting any sense of dishonesty or even irony with that answer. Note to self, this builder has been completely brainwashed. Maybe try to do something about that later. Bet you two think you're pretty slick, huh? Owen, it couldn't be more obvious. You did put up to this little charade. However... All right. That's the ticket. Oh, whew. Now we can finally move on from this. Owen, I must say, your dedication to your employees makes you not just the owner here, but an inspiring leader as well. I'm proud to call you my friend. Aw, shucks. Well, I think we wouldn't be seeing eye to eye if not for the builder here. You might even say we have an unspoken bond. Here, take this for your troubles. Call it a consultation fee. Yes, thank you for helping us resolve this. I'm in your debt. No, no debts. That's the whole point of all this. All right, let's get back to it. So, ich hoffe, sie kriegen sich jetzt geeinigt. Und Owen klingt halt nach einem super fairen... Oh, Chili und Omelette haben wir bekommen. Nach einem super fairen Boss. Hast du noch was zu erzählen, Grace? Back in school, we learned all about how Sandrock was built on a big old-world metropolis. Sadly, due to the current state of affairs, not many people are out here looking for archaeological finds anymore. See ya! Okay, dann gehen wir mal raus. Ich hoffe. Ich weiß nicht, was eigentlich getriggert werden sollte. Ich glaube, Hauptstory. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal schauen. Wenn nicht, muss ich halt nochmal aufnehmen und das irgendwie anders regeln, dass wir die Quest halt noch nicht abgeben, sondern ja, noch nicht abgeben, sondern dass wir die dann, also die Handwerker-Rundgang, dass wir das dann wann anders machen. Okay, jetzt geben wir erstmal die Bronzestangen ab. Vielleicht gehe ich auch einfach mal kurz... Ich gehe nochmal ins Haus und wieder raus. Wir probieren es einfach mal aus. Oh nein, a mirror. Thank you for your assistance. I'm fine. Perhaps I was overzealous. I thought I could move all this clay in one trip. But it proved more burdensome than I thought. Lass mich dir helfen. I appreciate your concern, but I'd best take care of this myself. Although, I had been considering getting someone to help out at the shop from time to time. Ja, wir können natürlich helfen. Yes. Gathering clay. This is something workshop owners do, is it not? If you would be willing to deliver 5 clay to my shop twice a week, it would be a great service. And you will be compensated appropriately, of course. Well, this has been a pleasant interaction. Furthermore, it has been a pleasure to be properly introduced to you. I'm glad I fell. See you at my shop. Okay, bis dann, Amira. Wir sollen ihr Leben bringen, denke ich mal. Ja. Können wir das schon direkt abgeben? Nee, anscheinend nicht. Ich gehe jetzt noch einmal kurz sicherheitshalber rein, weil ich denke, dass was anderes getriggert werden sollte. Jetzt werden gerade alle möglichen Quests auf einmal getriggert. Mal sehen. Ja, danke. Darauf habe ich gewartet. Stop the train.
It's in the back. I'll go. Everybody hands up. Nobody moves. Hey now, hands up. No funny business. Well? I got it. Let's go. Freeze, Logan. We've got you now. Good day. Consarn it. Not again. Logans erster Auftritt. Ja, wir gehen doch mal hierhin. Aber erst in der nächsten Folge. Das wird ja jetzt ein bisschen länger. Ich finde es total gut, dass man durch rein- und rausgehen die ganzen Quests triggern kann. Ich bin gerade super erleichtert. Ich hatte Angst, dass wir irgendwas verpassen. Machen wir aber nicht. Also, ja. Wir wissen jetzt Bescheid. Logan ist wieder da und treibt sein Unwesen. Und in der nächsten Folge werden wir uns mal anhören, was alles passiert ist. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.